Hallo und Salam, ihr Lieben. Heute möchte ich etwas anders anfangen als bisher. Mir liegt da nämlich etwas am Herzen, was ich zu Beginn loswerden möchte. Elefant haben wir als Idee entwickelt, weil Kindererziehung weit mehr als die oberflächliche Begleitung der Entwicklung von Kindern ist. Mit genauso viel Sorgfalt, wie wir unsere Kinder kleiden und ernähren, sollten wir uns darum bemühen, sie zu gesunden, verantwortungsvollen, einfühlsamen und guten Menschen zu erziehen. Sind wir uns denn bewusst, dass wir mit unserem Tun und Unterlassen die Art und Weise beeinflussen, wie unsere Gesellschaft in Zukunft aussehen wird, beziehungsweise wie wir morgen miteinander leben werden? Wir Eltern formen die Menschheit. Das ist eine Riesenverantwortung, die wir nicht auf die leichte Schulter nehmen können. Im Alltagsstress wird es heutzutage immer schwieriger, zwischen so viel Informationsflut das Essentielle leicht und schnell zu finden. Wir glauben daran, dass diese Plattformen auch anders als gewöhnlich genutzt werden können und zu einem langfristigen Nutzen beitragen können. Dafür brauchen wir aber euch. Ein Like oder ein Kommentar kostet euch wirklich nichts. Für mich ist es aber die einzige Möglichkeit zu erkennen, dass ich weitermachen kann. Nur mit eurer Unterstützung kann ich mehr Eltern erreichen. Ich mache das wirklich sehr gerne, wenn ich auch nichts damit verdiene, weil mir die Idee dahinter sehr wichtig ist. Damit sich aber der ganze Aufwand, vor allem mit meinen 2 Zwergen, aber lohnt, wäre ich euch um Support dankbar. Jetzt aber starten wir. Wie sollten wir uns ausdrücken, dass unsere Kinder zuhören? Ich hatte euch bereits in meinen vorherigen Videos auf die Wichtigkeit einer liebevollen Kommunikation hingewiesen. Heute möchte ich auf einen wichtigen Aspekt näher eingehen: die Ich- und Du-Aussagen. Wenn wir mit unseren Kindern sprechen, können wir uns entweder der einen oder der anderen Aussage bedienen. Ich bin ehrlich und gebe zu, dass das, was ich euch heute nahelegen werde, mir auch nicht immer gelingt und ich das auch jeden Tag übe. Schließlich sind wir in einem Lernprozess und müssen nicht alles von Anfang an perfekt können. Was ist der Unterschied von Du- und Ich-Botschaften? Mit Du-Aussagen sind alle unsere Reaktionen auf Fehlverhalten unserer Kinder gemeint, die beschuldigend, verletzend, wertend, verurteilend und kritisierend wirken. Der häufige Gebrauch führt dazu, dass sich Kinder wertlos fühlen. Sie entwickeln Selbstbewusstseinsprobleme und hören mit der Zeit immer weniger auf uns. Unsere Kinder widersetzen sich und werden wütend, wenn wir ihnen sagen, dass sie mit einer bestimmten Verhaltensweise aufhören sollen. Die Bereitschaft, zusammenzuarbeiten, sinkt enorm. Wir lösen also damit genau das aus, was wir mit der Aussage verhindern wollten. Indem wir ihnen gewisse Eigenschaften und Handlungsweisen als unveränderliche Gegebenheiten zuschreiben, bringen wir sie dazu, sich mit der Zeit damit zu identifizieren, was wir bestimmt nicht bezwecken möchten. Du bist so frech. Immer stiftest du Unruhe an. Du benimmst dich sehr rücksichtslos. Du bist dumm. Du machst mich noch wahnsinnig. Warum hast du schon wieder dies und jenes getan? Du bist immer so. Oder Worte wie oft, stets, immer, niemals, wieder sind Aussagen, die wir als Beispiele für Du-Aussagen nehmen können. Wie wir bemerken werden, hören sich Du-Aussagen nicht so toll an. Wenn wir Probleme mit dem Verhalten unseres Kindes haben, dann sollten wir respektvoll mit unserem Kind darüber sprechen. Ich-Aussagen eignen sich genau dafür. Mit Ich-Aussagen teilen wir unsere Gefühle und Gedanken mit, wenn wir denken, dass unser Kind unsere Rechte missachtet bzw. störendes Verhalten zeigt. Hierbei liegt der Fokus auf uns. Wir sagen ehrlich und sachlich, was wir gerade fühlen, wünschen oder wollen. Die Ich-Sprache ist die respektvolle, wertschätzende Kommunikationsart und fördert die Kooperationsbereitschaft bzw. sorgt für Verständnis der Kinder. Es vermittelt Vertrauen und stärkt das Selbstbewusstsein. Kinder werden ermutigt und motiviert, das gewünschte Verhalten zu tun. Ich-Aussagen vermindern Widerstand und Rebellion von Seiten des Kindes und fördern, dass das Kind Verantwortung für sein Verhalten übernimmt. Nicht zu vergessen ist dabei die Mimik, Gestik und der Tonfall, das zu den gesagten Worten stimmig sein sollte. Die Formulierung der Ich-Aussagen lässt sich ganz einfach merken. Wir beschreiben die Situation oder unsere Beobachtung und schildern dabei unsere Gefühle mit der Begründung, warum wir so fühlen. Hier einige Beispiele. Ich bin traurig, wenn du deinen Bruder schlägst, weil du ihn verletzt. Wenn du beim Einkaufen wegläufst, habe ich Angst, dass ich dich nicht wiederfinden kann. Bleibe bei mir.
Wenn du auf die Straße läufst, bin ich besorgt, weil dich ein Auto anfahren könnte. Ich bin verunsichert oder überfordert, wenn du laut heulst, weil ich nicht verstehe, was du sagst. Diese Aussagen helfen vor allem bei älteren Kleinkindern. Bei jüngeren Kindern sollten wir die Formulierung vereinfachen. Mir gefällt es nicht, wenn du an meiner Nase ziehst, weil es mir weh tut. Ich mag es nicht, wenn du schreist, weil ich Kopfschmerzen bekomme. Ich-Aussagen sollten wir aber nicht verwenden, wenn wir wütend sind. Wir können stattdessen ähnliche Gefühle wie enttäuscht, verärgert benutzen. Eine wichtige Randnotiz noch. Ich-Botschaften können wir nicht nur bei Kindern, sondern auch ganz gern in allen zwischenmenschlichen Beziehungen verwenden. Auf eine liebevolle Kommunikation freut sich sicherlich jeder. Der erste Schritt ist es, auf eine wertschätzende Kommunikation zu achten. Es jedes Mal hinzubekommen, bedarf aber noch Zeit und Übung. Vielen Dank fürs Zuhören. Fühlt euch frei, mir auf Instagram, TikTok, Twitter, Facebook zu folgen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüss und Salam!